Das Moore'sche Gesetz kommt an sein Ende, die Miniaturisierung kommt an ihr Ende. Es braucht Lösungen, um mehrere Komponenten ein Paket quasi zu packen. Und packen ist in dem Fall wörtlich gemeint. Es geht um Packaging, es geht um Advanced Semiconductor Packaging. Und ich habe hier zwei ausgewiesene Experten neben mir, um über das Thema sprechen zu können. Zum einen Steffen Krönert von Espat Consulting und langjähriger Kenner der Branche und Axel Lindloff von Kooyang. Herzlich willkommen. Schön, dass wir über das Thema Packaging sprechen. Ich habe irgendwo gelesen, klassisches Packaging ist, wie wenn man ein einstöckiges Gebäude auf ein Grundstück packt. Und Advanced Packaging ist dann quasi mehrere Gebäude auf einem Grundstück, die mit Tunnel und Brücken irgendwie verbunden sind. Passt die Analogie? Das ist ein sehr schöner Vergleich, um es Leuten zu erklären, die unter Packaging teilweise noch Verpackungen bestehen und gar nicht das Gehäuse an sich. Ja. Also Standard-Packaging, wie wir dazu sagen, oder konventionelles Packaging ist so aufgebaut. In der Regel ein Chip, ein Package mit einem Substrat oder einem Leadframe mit Interconnects, also Verbindungen mit Wirebond in aller Regel. Und das ist aber heute gar nicht mehr so groß in der Diskussion, weil das sind so Standardsachen, über die redet man nicht. Man redet über Advanced Packaging. Man darf aber nicht vergessen, dass vom Anzahl der Units das immer noch über 90% des Packaging worldwide ausmacht. Ja, wir reden über Advanced Packaging, weil das neu und fancy und interessant ist. Aber das sind gerade mal so, es wächst zunehmend, aber es sind so maximal 10% heute. Mhm. Auf der Umsatzseite jedoch haben wir fast 50-50. Also 50% sind Advanced Packaging von den knapp 100 Milliarden, die wir im Packaging haben. Und die andere Hälfte Standard Packaging. Heißt also, Standard Packaging sind Centartikel in der Regel. Advanced Packaging teuer. Okay. Und mit steigender Tendenz? Steigende Tendenz. Okay. Jetzt gibt's verschiedene Packaging-Methoden oder Technologien. Chiplets, 3D-IC, 3D-IC und noch eine ganze Menge weiter. Was setzt sich da gerade so durch? Kann man das sagen? Also aus meiner Sicht hängt das bei uns, also wo wir unsere Geräte dann auch zum Messen haben, hängt das in der Regel von dem Endprodukt ab. Also wenn ich jetzt ein Smartphone habe, dann sehen wir da eigentlich eher einen flachen Aufbau. Wenn ich jetzt gucke, was die Hersteller von Servertechnik machen, wie Intel zum Beispiel mit ihrer Bridge, dann ist das eher dann in die dritte Dimension. Mhm. Aber es kommt natürlich auch auf die Anforderungen der Anwendung an. Also wenn ich kurze Signalwege brauche, um Reflexion zu vermeiden, die Signalgüte zu erhöhen, dann bin ich zu bestimmten Aufbauverfahren eben einfach genötigt. Und dann bin ich gezwungen, das Ganze übereinander zu setzen und nicht in die Fläche. Okay. Also, ja, was Herr Lindloff anspricht, ist eigentlich ein ganz wichtiges Thema. Customization. Es wird angepasst an die Bedarfe der Kunden. Was natürlich für Industrie eine sehr große Herausforderung ist, weil man kann sie nicht einfach aus seiner Toolbox so leicht bedienen oder einen modularen Aufbau, wie man das so gerne machen möchte, um schneller zu sein und billiger zu sein, weil der Kunde sehr spezifische Anforderungen hat bezüglich der Leistungsfähigkeit, der Stromaufnahme, auch des Formfaktors an sich. Und das sind eigentlich die Herausforderungen an die Packaging-Industrie heute. Wenn man sich mal die Trends anschaut, wir hatten früher im Packaging so eine Art kritische Triade, die hieß Performance, Formfaktor, Kosten. Also das Package sollte möglichst nichts kosten, sollte möglichst wenig die Performance beeinflussen, obwohl es Widerstände, Parasitics und sowas hinzufügt natürlich. Das hat also immer auch einen kleinen negativen Touch. Und möglichst klein sein. So, dann kam die Zeit, wo diese Triade geändert worden ist in Cost. Das war die Zeit, als alles outgesourced wurde, so dass wir heute in Europa nur noch etwas im einstelligen Prozentbereich an Fertigung haben. Und nach einigen Jahren jetzt kam der große Umschwung, ich nenne es ein Inflection Point in der Halbleiterindustrie, wo das Packaging plötzlich eine ganz große Bedeutung gekriegt hat. Aus zwei Gründen. Das eine, Sie hatten es erwähnt, Moore's Law kam nicht zu einem Ende, das will keiner hören, es verlangsamte sich, es geht dann noch in den Armström-Bereich rein, aber die Kosten wurden extrem höher. Es hat sich also nicht mehr nach Moore's Law
ökonomischer Sichtweise die Kosten jeweils halbiert, sondern sie sind massiv nach oben gegangen, ab 20 Nanometer Technologieknoten, glaube ich. Und die weitere Integration ist jetzt ins Packaging verschoben worden, nach dem Motto, wenn wir mehrere Chips nebeneinander, übereinander stapeln, dann kriegt man auch eine hohe Integrationsdichte, aber eben nicht mehr auf 2D-Ebene, sondern im Volumen. Ja, aber wenn ich das richtig verstehe, gibt es eine große Variabilität bei den Lösungen, bei den Architekturen. Das heißt, die Herausforderung dann für den Hersteller ist eigentlich muss eine flexible Produktion haben, ne? Das ist doch der Punkt, oder? Ja, das kann man so sagen. Also wir müssen uns ja nur in unserem privaten Umfeld umschauen, wie die Geräte ausschauen und was da mittlerweile alles an Funktionalitäten steckt. Also ein Sensor ist heute nicht einfach mehr so ein Teil, das Temperatur misst und Strom ausgibt. Das ist ein intelligentes Gerät, das die Ergebnisse sendet und auch Steuerbefehle bekommt und so weiter. Und das muss man alles irgendwo integrieren. Und die Integration wird natürlich auch bestimmt von der Gehäuseform. Was habe ich da am Platz zur Verfügung? Und ein Smartphone ist eher, sage ich jetzt mal, lang und flach. Und so ein Sensor ist vielleicht würfelförmig. Und entsprechend finden dann halt auch dort diese Integrationen statt. Das Ganze kommt eigentlich aus der Applikation. Wobei der Formfaktor ist auch eine interessante Sache. Wenn ich Home Appliances habe, einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ob dann das Package da 1 Millimeter dicker oder dünner ist, spielt überhaupt keine Rolle. Da ist so viel Platz drin. In einem hochdicht bestückten Leiterplatte auf einem Mobiltelefon eine ganz andere Sache. Warum macht man es trotzdem klein? Weil ich natürlich durch dichtere, engere Integration auch weniger Strom verbrauche, weniger Wärme erzeuge und an der Stelle also auch Vorteile habe, wenn es dort auch klein ist. Und die Standards, es hat nicht immer unbedingt nur was mit Applikation zu tun, sondern auch mit dem Volumen, was dahinter steckt. Wenn ich nämlich ein großer Mobilfunkhersteller bin und hunderte Millionen an ein Stück Mobiltelefon verkaufe, dann kann ich mir dafür mein eigenes Chip-Package-Design selber entscheiden. Wenn ich jetzt einer bin, der nur 100.000 Stück oder 1 Million im Jahr produziert, dann muss ich schauen, was gibt's am Markt, wo kann ich mich mit ranhängen, um möglichst nicht das alles selbst investieren zu müssen. Okay. Aber wir haben jetzt schon so ein paar Anwendungen mal so genannt. Wodurch wird das getrieben? Als allererstes würde mir jetzt einfallen, KI wahrscheinlich, oder was sind nur die Anwendungen, die Entwicklung vorantreiben? Also was wir jetzt bei unseren letzten Evaluierungen so gesehen haben, wo wir für Kunden Machbarkeitstests gemacht haben, das ging halt in die Richtung, das war Wearable Elektronik. Und da muss man halt heute sehen, was so ein Telefon alles macht. Das ist ja mittlerweile auch ein halbes Health Center. Und das heißt, wir haben nicht nur einfach mehr ein Ding, das telefonieren kann und wo man Videos anschaut, sondern das ist vollgepackt mit Sensoren. Und das treibt eben diese Integration weiter an, dass ich eben jetzt nicht nur ihren kleinen PC da in der Hand halte, sondern dieser PC ist dann auch noch ausgestattet mit einer umfassenden Sensorik, um alles Mögliche zu messen, zu erfassen. Und das sind da so die Treiber. Okay. Gut, ich sehe KI in 2 Richtungen. Das eine ist die Anwendung von KI in der Produktion. Das wird nach und nach kommen, auch um Ausbeuten zu erhöhen, um Prozessschritte zu vereinfachen, zu optimieren. Was uns aber momentan noch mehr treibt, ist natürlich die Herstellung der Hardware für KI, also für die Erfassung der Daten, für die Speicherung und Auswertung. Und das treibt momentan eine ganz neue Packaging-Technologie-Anforderungen, nämlich nicht mehr Miniaturisierung, sondern inzwischen gibt es wieder Packages, die sind 10 mal 10 Zentimeter groß. Okay. Und auf denen werden über 100, 200 Chips untergebracht. Und wenn einer davon nicht funktioniert, ist das ganze Teil, was um die $10.000 kostet, kaputt. Also hier haben wir ganz neue Anforderungen mit Known Good Dies, also vorher getesteten Chips zu arbeiten, mehr Inspektionsschritte einzubauen, dass man an der Stelle, wenn ein Fehler sichtbar wird, aufhört und nicht noch mehr Wert reinpackt und am Ende merkt, es ist kaputt. Und gerade diese großen Packages sind natürlich eine ganz neue Herausforderung, weil man braucht Substrate, die sich wenig verwarben. Und jetzt kommt das Thema Glas ins Spiel. Ja, auch ein großes, heißes Thema, auch auf der Messe hier, dass man Glas
als Core-Material für ein Substrat einsetzt, das also stabiler ist und nicht so flapperig wird, und versucht auf dieser doch sehr großen Fläche dennoch sehr dicht zu packen. Auch die Memories sind weiterhin übereinander gestackt. Dann sitzen mehrere Compute-Dies, mehrere Cores nebeneinander. Und das ist schon eine Herausforderung. Allerdings zuverlässigkeitsmäßig nicht allzu herausfordernd, weil die werden einmal in den Datencenter eingebaut, fahren hoch und laufen auf dieser Temperatur, bis sie irgendwann ersetzt werden durch neuere Technik. Ja. Aber Sie haben jetzt Stichwort Inspektion genannt. Das würde ich natürlich gleich aufgreifen. Ko-Young als Inspektionsspezialist, klar. Inwieweit sind diese Packaging-Technologien oder Konzepte jetzt auch eine Herausforderung aus Sicht eben der Inspektion, aus Sicht der Qualitätssicherung? Also ich muss jetzt sagen, unsere Historie in diese Packaging-Industrie hinein war die, dass die Kunden an uns herangetreten sind. Die kannten uns aus dem SMT-Bereich und haben gesagt, wir brauchen jetzt eine günstige, also jetzt werden mich alle meine Kollegen hassen, weil ich günstig sage, aber sagen wir lieber eine industrieerprobte Inspektionsverfahren, was wir in großen Stückzahlen in der Fertigung einsetzen können. Mhm. Also man hat die Erfahrung, positiven Erfahrung mit der 100% Kontrolle aus der SMT, wollte man ins Packaging übertragen und hat uns praktisch den Entwicklungsauftrag gegeben, da jetzt was zu machen, dass man eben auch diese kleinen Strukturen mit unserer Technologie messen kann. Und die Herausforderung war im Wesentlichen die höheren Auflösungen, damit größere Kameras, mehr Daten, das zu managen und die neuen Oberflächen und die Vielzahl von Materialien, die man misst, die auch fast alle wie ein Spiegel reflektieren. Und wenn man jetzt optisch misst, kann man sich gut vorstellen, also kann ich nur empfehlen, jeder mal zu Hause vor dem Spiegel mit einer Taschenlampe zu stellen. Also dann sieht man ganz schnell, dass man nichts sieht, weil es alles blendet, überblendet. Und ja, die Technologie entsprechend anzupassen. Also das war für uns die Herausforderung. In dem Bereich gibt es natürlich fantastische Messgeräte, die im Frontend arbeiten. Aber wir haben schon mehrmals das Thema Kosten gehört. Und da sucht man natürlich dann auch, wenn man sowas in die Massenfertigung bringt für ein Massenprodukt wie Consumables, und Telefone sind Consumables, dass man da auch dann wieder massenproduktionstaugliche Inspektionsverfahren hat. Okay. Also inspizieren kann man alles, aber es muss auch irgendwie zu einem realistischen Preis stattfinden. Ja. Und das ist, aber ist das jetzt nur eine Herausforderung oder ist sie auch bewältigt? Also gibt's da ein Verfahren? Ja, die ist bewältigt. Also die neuesten Smart-Telefone, die werden mit dieser Technologie dann auch schon inspiziert. Sowohl bei den Dienstleistern als auch bei den Endkunden. Und wir inspizieren da zum Beispiel dann, wir sind ja jetzt beim Advanced Packaging, Heterogeneous Packaging, also beim 2D-Aufbau mit SIP-Modulen, da inspizieren wir, da war die Anforderung 20 Mikrometer Abstand der Module. Mhm. Und das ist ein Wahnsinns-Aspekt-Ratio, weil die sind ja auch hoch. Mhm. Die sind gute 300 Mikrometer hoch und dann dürfen wir nur 20 Mikrometer Gap haben. Und das können wir ohne Probleme inspizieren und sicherstellen. Mhm. Okay. Wir hatten es schon weil Sie jetzt davon gesprochen haben, größere Kameras, und wir hatten es schon mal in einem anderen hier ähnlichen Setting darüber, wo Sie darüber berichtet haben, was für unglaubliche Datenmengen jetzt bei der Inspektion ja mittlerweile entstehen. War das dann auch ein Punkt, dass man jetzt dadurch auch mehr Daten hatte und dann da vielleicht dann auch wieder die KI auf den anderen Weg quasi wieder mit reinkommt? Die KI ist immer dabei, die ist schon seit 2016 dabei. Also KI ist so ein Hype gerade und und überall wird so ein Stempel drauf gemacht. Ja. Ne? Ja. Und ich meine, wir können uns alle einen Stempel vor die Stirn machen, KI, weil wir jeden Tag die Rechtschreibkontrolle benutzen. Das heißt, wir sind schon seit Jahrzehnten KI-Anwender. Ja. Man muss da spezifischer sein, also über was für eine Art von KI man spricht. Mhm. Und klar unterstützt die KI da bei der Datenverarbeitung, auch bei der Aufbereitung der Messrohdaten. Denn man muss da eine Menge rauschen, was eben in diesem Umfeld, das ist kein freundliches Umfeld für eine Messung, weil eben wegen der ganzen Reflexion, was da entsteht. Und da kommt natürlich KI zum Einsatz, dass man da vernünftige Ergebnisse kriegt. Okay.
Inwiefern verändert denn das Packaging auch so die klassische Trennung, sage ich mal, zwischen Design, Fertigung, Testen, Inspektionen? Ich glaube, das muss natürlich immer mehr zusammenwachsen. Ja, wir haben diese Schlagworte Co-Design, Co-Development, Chip, Package, Board, System. Ja. Und ich glaube, der erfolgreichste Ansatz ist, dass man von Top down geht und sagt, das ist das System, das soll am Ende an Performance rauskommen und sich dann nach unten hangelt und sagt, okay, dafür muss auf dieser Ebene, auf Board-Ebene das erreicht werden, auf Component-Ebene das, auf Chip-Ebene das und das muss im Design berücksichtigt werden. Ganz früher hat man einen Wafer gemacht und ins Packaging-Haus geschafft und gesagt, mach mir mal ein Package. Ja. Da hat man das zum ersten Mal gesehen, hat gesagt, okay, aber die Pads liegen so komisch, da muss ich Wires über Kreuz bonden. Das gab's wirklich. Okay. Sowas ist heute überhaupt nicht mehr möglich. Man optimiert das natürlich vorher aus Platzgründen, aus Kostengründen, aus Performancegründen, dass also das Package schon ein ganz wichtiger Bestandteil im Chip-Design ist. Ja. Also vorhersagen kann, wie viel Einfluss, Energieverbrauch, sagen wir mal Parasitics, die da reinkommen, erhöhte Widerstände, Wärme und so weiter, bringt denn das Package ein. Und das kann ich im Chip-Design natürlich schon gegenregulieren. Ja, und dazu muss man natürlich sehr genau wissen, was später im Package und auf den nächsten Ebenen passiert. Okay. Ich denke, da spielt KI eine Rolle, weil da muss man dann viel mit Simulationen arbeiten, um eben halt die spätere Belastung im Feld dann halt auch darzustellen. Und dann Aber es ist im Prinzip schon ein Thema, das schon beim Design kommt eigentlich mitzudenken. Wer ein erfolgreiches Produkt machen will, sollte das tun. Ja, gut. Ich sehe noch einen anderen Aspekt durch das Packaging, dass wenn man jetzt zum Beispiel auch in kleinen Stückzahlen so Advanced Packaging, Heterogeneous Packaging ermöglichen will, dann wird man wahrscheinlich um so Standardisierung nicht herumkommen. Und sagen wir jetzt mal, eigentlich sind wir ja auch ein Hightech-Standort, aber wir haben nicht die Stückzahlen, um so ein Advanced Packaging finanziell zu rechtfertigen oder überhaupt da Angebote oder ernst genommen zu werden von so einem Dienstleister. Ja. Und wenn man allerdings standardisiert und dann so Baukastensystem hat, dann wird das wahrscheinlich möglich sein, weil man dann Bulks bilden kann fürs Packaging, die sich dann wieder lohnen oder die Kosten dann halt auch drücken können. Das ist aus Herstellersicht absolut perfekt gesprochen. Ja. Jetzt kommt aber der Kunde und sagt, naja, wenn ich Standards nutze, wie unterscheide ich mich denn dann von meinem Wettbewerber? Mein Chip ist ein bisschen kleiner, dann machen wir doch auch das Package ein bisschen kleiner und machen den Pitch ein bisschen enger. Und dann haben wir einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerber. Also er verlässt wieder den Standard. Und das ist so ein bisschen das tagtägliche, der Kampf, den man führen muss. Okay. Jeder Equipmenthersteller liebt Standards, weil er dann nämlich genau weiß, welche Panelgröße, welche Wafergröße und so weiter. Aber der Kunde sieht das schon ein bisschen kritischer. Allerdings, wenn man ihm dann sagt, mit Standard billiger, ohne Standard teurer, dann muss er auch wieder anfangen zu überlegen, okay, vielleicht doch lieber mit Standard. Okay. Es ist nicht, ja. Aber ich denk dann halt auch, dass man dann Dinge vielleicht neu denken muss, dass das Added Value dann wahrscheinlich die Programmierung der Chips ist. Oder die Programmierung der dann in den Packages sozusagen wie so eine Firmware. Ja. So, und dann vielleicht ist das dann das Unterscheidungsmerkmal. Ja. So. Das ist super, weil genau das, also Standardisierung hatte ich mir jetzt schon ja auch als nächsten Punkt aufgeschrieben. Es ist super, dass Sie da jetzt damit schon losgelegt haben. Wie können Sie dieses Thema Baukastensysteme noch mal ein bisschen erklären? Wie würde sowas aussehen? Also ich bin jetzt nicht der Packaging oder der Semicon-Fachmann, aber es gibt diese Diskussion halt, inwieweit man von den Interface her der Chips das standardisieren kann, dass man sich auf Designrichtlinien einigen kann und so dann halt auch die Kosten für die Materialien und für die Chips reduziert, indem man Standardchips einsetzt, um seine Funktionalitäten umzusetzen. Okay. Und ich glaube, es gibt sogar einen Namen dafür, UCI Express, glaube ich. Genau, es gibt für die, jetzt kommt ein Wort, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die Chiplets. Ja. Und wir sollten keine Diskussion über Advanced Packaging führen, ohne das Wort Chiplets erwähnt zu haben, weil das neben KI auch eines der heißen Themen ist. Für Chiplets gibt es natürlich jetzt eine Kommunikationsschnittstelle, dass die miteinander reden können. Ja.
Und das ist dieser UCIe Express Bus. Ist eine Standardisierungsmöglichkeit. Es gibt natürlich wieder andere, die mit hoffentlich besseren oder für andere Applikationen besser nutzbaren Regeln reinkommen. Aber generell bringt uns das Chiplet-Thema natürlich auch neue Anforderungen im Packaging. Warum hat man Chiplets? Weil man irgendwann den System on Chip, dass man alle Funktionalitäten in einen Chip gepackt hat. Der Chip wurde immer größer. Ja. Man musste ihn aufgrund des digitalen Teils auf der Technology Roadmap immer weiter runter Richtung 2 Nanometer schieben und die ganzen anderen Teile herum, Analog, Power Supply und so weiter auch mit dieser Technologie machen, was unnötig und eher hinderlich ist. Ja. Und trotzdem sind die Chips immer größer geworden, dass also die Ausbeute eines solchen Chips sehr schlecht war und die Kosten natürlich in die Höhe geschossen sind und Entwicklungszeiten sehr lang waren. Hat man gesagt, wir disintegrieren den SoC in kleine funktionale Teile, haben es Chiplets genannt. Ist ein bisschen mehr, ist eine Architektur dahinter, ist nicht nur, dass das kleinere Chips sind, die zusammengepackt werden, aber zusammengepackt heißt, das passiert alles im Packaging. Und jetzt haben wir diese Anforderung ans Packaging, hier ganz viele kleine funktionale Parts so zusammenzufügen, dass sie möglichst am Ende funktionieren wie SoC, ein System on Chip. Also wenig Verluste, schnelle Verbindung zwischen der Compute Unit und dem Memory etc. Und das hat natürlich das Packaging ganz, ganz weit nach vorn getrieben jetzt. System in Package war schon so eine Art Systemintegration, aber eben nicht Chiplets, mehr Multi-Chip-Package oder System in Package eben. Und Chiplet kommt jetzt, aber momentan noch nicht in der Form, wie man sich gedacht hatte, dass man sagt, das ist die Demokratisierung der Halbleiterindustrie. Jeder kann jetzt designen, packt sich seine Chiplets zusammen, wie er möchte. Also Sie könnten ein Designer werden und Herr Lindloff auch und ich auch. Und wir machen unsere eigene Applikation durch Zusammenbau mit einzelnen Chiplets. Das sind wir noch lange nicht. Es wird heute nur von den großen Firmen verwendet für ihre eigenen Applikationen. Ganz einfach, weil jeder möchte mehr Wert in das Produkt beisteuern und keiner will ein einfacher Chiplet-Lieferant sein. Es ist eigentlich ein Downgrading von einem, der bisher SoCs gemacht hat, der jetzt einfach dann hoffentlich sehr billige Chiplets produzieren soll. Okay. Ich glaube, ich hatte übrigens ganz am Anfang das Wort Chiplet erwähnt. Tatsächlich? Ja, genau. Dann haben wir es schon abgehakt. Aber es war super, dass wir das jetzt nochmal das fiel mir noch ein, weil es halt einfach eine wichtige Technologie ist, ja, keine Frage. Jetzt bei Koyang jetzt speziell, was für einen Umfang hat denn das ganze Packaging-Geschäft insgesamt bei Ihnen? Also, da muss man jetzt fair bleiben. Das findet, würde ich sagen, zu 99,99% in Asien statt. Und, okay. 99,99 ist falsch, aber ein bisschen Teil findet auch in Amerika statt. Hier in Europa ist es sehr dünn, weil wir hier im Prinzip nicht die Kunden haben, die das einsetzen und technologisch auch nicht so weit sind. Also das wurde praktisch in Asien weiterentwickelt. Also das Know-how ist irgendwann ausgewandert nach Asien, wurde da weiterentwickelt und ein Stück weit hat man dann hier den Anschluss verloren. Und es gibt Institute, die das machen, aber Firmen muss man wahrscheinlich suchen. Also, dass wir technologisch nicht so weit sind, würde ich widersprechen wollen. Okay, gut. Weil das ist natürlich eine unserer Stärken in Europa, dass wir Institute haben, wie das Fraunhofer Institut, IMEC, Aletti und viele andere, kleinere auch, die wirklich Leading-Edge Packaging-Technologien voranbringen. Das Problem war immer, wohin transferiere ich das dann? Weil unsere Industrie nicht bereit war, das zu übernehmen. Punkt 1. Und dass wir nicht die Kunden hatten, die das wirklich brauchten. Punkt 2. So, und das ist aber jetzt der Punkt, nachdem wir ja mit der, sagen wir mal, Regionalisierung, also Halbleiterindustrie war immer global, ist global und wird auch global bleiben, egal was da um uns passiert. Weil wir können versuchen, das ein oder andere zu tun. Am Ende werden wir immer merken, irgendwas haben wir nicht. Ja. Seien es die Rohstoffe, die wir einfach nicht haben, die wir woanders her beziehen müssen, seien es die EDA-Systeme für die Designs, wo wir im Wesentlichen auch auf andere Quellen zugreifen müssen. Wird jetzt zu weit führen, das alles aufzuzählen. Es gibt einfach keine Unabhängigkeit hier. Und hier haben wir jetzt die Chance mit dem CHIPS Act ein bisschen von dem
neuem Advanced Packaging, ich sag ungern zurückzubringen nach Europa, weil das war eigentlich ja nie hier in der Fertigung, also hier aufzubauen. Und das ist eigentlich auch unsere einzige Chance, da wieder ins Geschäft zu kommen. Denn Sachen, die heute schon da sind in Asien, hierher zu holen, als MeToo zu produzieren, wären in keinster Weise wettbewerbsfähig. Ja. Würden es niemals zu dem Preis hinkriegen. Schon allein, weil wir die Volumen gar nicht haben. Und zum anderen ist ja auch unsere Förderlandschaft so, dass man sagt, wir fördern eigentlich auch nur das, was wirklich advanced und vorn dran ist. Ja. Ja, und dahingehend müssen wir jetzt schauen, ob wir durch Einsatz neuer Materialien, mehrerer Funktionalitäten, vielleicht auch alte Packages aufpeppen, erweitern, ihnen mehr Funktionen geben und auch sowas wieder in Europa machen. Es muss nicht immer das neueste Advanced Packaging sein. Das machen ja in der Regel auch nicht mehr die OSATs, sondern die Foundries und IDMs selber. Mhm. Ja, man schaut, alles, was auf Chip-Ebene passiert, wird ja zunehmend in den Waferfabs gemacht. Das kommt gar nicht mehr in die Packaging-Häuser. Aber wie am Anfang gesagt, 95% der Components weltweit sind immer noch Standard-Packages. Und auch hier ist eine ganze Menge Innovation und Fortschritt möglich und auch machbar. Nur sieht's manchmal nicht so toll aus. Ja, wenn ich so ein großes Power-Modul in der Hand habe für Automotive, dann sage ich, ja, was ist denn daran advanced? Da denkt man, das muss ganz klein sein und so. Gar nicht. Das ist sehr advanced. Da sind Materialien drin, die 800 Volt aushalten und doppelseitige Kühlung drin haben, neue Materialien. Ja, also auch hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir auch unsere Stärken sehen und die auch stärken und uns nicht einfach immer so runterziehen lassen, so, da ist doch eh alles in Asien, kann man ja nichts mehr machen. Also die Chance ist da, die Unterstützung wird momentan mit dem CHIPS Act gegeben, könnte immer mehr sein, könnten immer bessere Bedingungen sein und schneller gehen. CHIPS Act 2 ist in Diskussion, wird es vielleicht ein bisschen verbessern. Aber ich denke mal, das ist jetzt die Zeit, wo wir eine Chance haben. Die Tür ist jetzt offen. Wann sie mal wieder so offen ist, ist sehr fraglich. Okay. Jetzt hätte ich aber auch noch eine Frage an den Experten. Ja. Weil ich denke dann immer, ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Ja. Bei uns in Aachen, die Eifel ist bekannt als sehr ländliche Region. Und es ist so, das Geld nicht alles löst. Wenn ich in der Eifel meinem Sohn 500 € gebe und lass es krachen, dann kommt er wieder zurück mit den 500 €, weil es keine Infrastruktur gibt. Und jetzt haben wir den CHIPS Act mit 40 Milliarden, was glaube ich. Und aber haben wir die Infrastruktur? Haben wir da die Basis? Haben wir den Anreiz für die Investition, die Grundlagen, dass die Firmen da halt dann auch motiviert sind? Das Thema ist natürlich erkannt und es ist nicht die Motivation, es ist auch die Workforce, der Talentepool, die Skills. Ja. Haben wir überhaupt noch Leute, die dann als Ingenieure da anfangen wollen? Momentan wird überall gesucht. Der CHIPS Act hat schon diese Punkte mit berücksichtigt. Es gibt 3 Pillars im CHIPS Act. Der eine ist für R&D, Innovation, Pilotlinien. Das muss weitergetrieben werden. Dort ist unsere Stärke. Das haben wir über Jahre gemacht. Dort haben wir relativ viel auch in Verhandlungsmasse. Wenn man später sagt, okay, was hast du, was habe ich, was können wir uns austauschen? Der zweite Pillar ist für Fertigungskapazitäten, um diese aus- und aufzubauen. Hier hat natürlich auch die Kommission gesagt, es muss aber first of a kind sein. Nicht, dass wir irgendeine MeToo-Applikation hier reinholen und schon wissen, das wird sich nicht amortisieren. Also first of a kind in Europa, das gibt's noch nicht. Das bringt uns zusätzlichen Value. Das wird über sogenannte IPCEI-Projekte gemacht, also Important Project of Common European Interest. Wir lieben diese Abkürzungen. Und der dritte Pillar ist aber auch wichtig und interessant, der kontrolliert die Lieferkette und hat ein Warnsystem. Wann wird's mal wieder kritisch? Wo fehlt was? Wo könnte es geopolitisch kritisch werden, dass wir plötzlich einen Produktionsstopp haben, weil was fehlt? Beste Beispiel vor ein paar Wochen Nexperia. Ja, sie produzieren die Chips in den Niederlanden, schicken es nach Asien zum Packagen, nach China in dem Falle. Und da gab es gewisse Konflikte, weil man einen Teil Nexperia nach China abgegeben hatte, die Kontrolle. Und die haben gesagt, mit den Tarifen, die jetzt von den USA kommen, so dürfen wir das nicht mehr ausliefern. Und dann stand das. Und die Automobilindustrie brauchte diese Komponenten. Und das Package ist kein Advanced Package. Das ist ein Standard-Package für
ich glaube, Microcontroller oder was. Also es ist nicht das, was wir gerade vorher diskutiert haben. Und alleine sowas bringt das zum Erliegen. Das haben wir nicht da. Und dieser Pillar 3 wird also auch solche Sachen kontrollieren. Also da ist schon eine Basis geschaffen. Klar, ob jetzt Aachen so der Hotspot ist, das weiß ich nicht. Ich komme aus Dresden, das ist in dem Fall ein Hotspot. Im Silicon Saxony, wir haben ja dort die Ansiedlung von vielen großen Halbleiterfirmen. Ja. Und auch neue siedeln sich auch dort an, weil da die Infrastruktur da ist. ISMC jetzt als riesengroßes Projekt. Infineon hat seine Smart Power Fab da gebaut für 5 Milliarden. Intel wäre nach Magdeburg gekommen, hat aber leider aufgrund der Turbulenzen, die sie in ihrer eigenen Firma erstmal richten müssen, das Projekt abgesagt. Und so machen diese Hotspots auch Sinn. Ja, also wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen das in Europa verteilen, dann müssen eine Chipfabrik nach Bulgarien oder nach Ungarn setzen, würde ich den Leuten das sehr wünschen. Macht aber wenig Sinn, weil die Infrastruktur einfach dann dort nochmal repliziert werden müsste. Es ist sehr schön, dass wir jetzt zu diesem Thema gekommen sind, weil das war letztendlich, wäre auch meine Abschlussfrage gewesen, so ein bisschen so ein Ausblick, wie es beim Thema Packaging und dann auch in Bezug auf Europa weitergeht. Das haben Sie jetzt alles schon in einer großen Ausführlichkeit beantwortet. Da bleibt mir jetzt nur zu sagen, vielen Dank. Es ist ein spannendes Thema und es wird auf jeden Fall auch noch wie wir jetzt gehört haben, noch viel Redebedarf in der nächsten Zeit geben. Aber bis hierhin erstmal vielen Dank. Dankeschön. Ja, also Thema Advanced Semiconductor Packaging befindet sich oder ist in einem Spannungsfeld, sage ich mal, zwischen Individualisierung, Customizing auf der einen Seite und Standardisierung. Das Schöne ist, durch den Chip Act eventuell kann man auch hier optimistisch sein, dass Europa dabei jetzt auch mal wieder mitspielt. Und mit der Aussicht bedanke ich mich fürs Zuschauen. Danke.